neue Tag ist angebrochen. Mal gucken, was uns weiter erwartet. So ein krasser Berg am Morgen, ich glaub's nicht. Oh fuck, es geht nicht. Aber wieder hochschauen. Oh Gott. Komm, was machst du? Das war schon hart ohne Frühstück und Kaffee. Es regnet auch ein bisschen. Gucken, ob wir irgendwo einen Café finden. Mal sehen, wie die Berge jetzt nach dem Kaffee funktionieren. Habe auch direkt um 10 Uhr morgens einen Schnaps ausgegeben bekommen. Das ist krass. Die Slowenen fangen echt schon morgens an zu trinken. Da sitze ich mit denen alle in der Bar oder wie man das nennt. Es gibt hier super viele direkt immer neben Supermärkten. Und naja, ich trinke da meinen Kaffee und die anderen ihr Bier und ihr Schnaps. Das sind meistens alte Männer. Aber sehr, sehr nett immer. Und es können irgendwie alle Deutsch. Weil die das fast als erste Fremdsprache, teilweise vor Englisch sogar noch in der Schule lernen. Schon sehr erstaunlich. Also jung wie alt. Und Englisch können sie auch alle super gut. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem, weil der Ständer ist irgendwie abgefallen. Mal gucken, ob wir den irgendwie wieder reparieren können. Weil das ist richtig ungeil ohne Ständer. Ha, das wird interessant. Ja, leider lassen sich die Schrauben nicht so richtig raus drin. Ich habe es probiert, aber ich komme dahinter nicht dran. Das heißt, ich muss irgendwie ein Fahrradgeschäft, die leider jetzt alle schon zu haben am Wochenende. Das heißt, ich muss irgendwie bis Montag warten. Ich muss mal gucken, wie ich mein Fahrrad jetzt die nächste Zeit abstelle. Bisschen blöd. Wo ist jetzt im Fahrradgeschäft? Und hoffentlich wird es jetzt repariert. Zwar schon nach Ladenschluss. Der Ständer wurde wieder repariert, aber der Ständer ist leider zu kurz und deshalb bricht er immer ab. Und der ist jetzt leider auch innen drin irgendwie ein bisschen abgebrochen, sodass er auch nicht ausgetauscht werden kann. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, mit dem die Strecke weiterzufahren. Das heißt, die suchen jetzt gerade irgendwie eine Verlängerung, dass sich den Ständer halt irgendwie, das Problem ist, dass es halt zu kurz ist und sich dann zu viel Gewicht drauf verteilt. Oh, sorry. Ja, du hast auch keinen Bock mehr, oder? Das war übrigens der einzige Stevens-Händler von Slowenien. So, die haben mir jetzt so ein kleines Stück Plastik extra ausgefräst, was genau auf meinen Ständer passt, was ihn ein bisschen länger macht. Und die wollten tatsächlich gar nichts dafür haben und nicht mal was für den Ständer reparieren oder jetzt für das Ding. So mega nett. Na gut, kann das Wochenende jetzt kommen. Vor allen Dingen 40 Minuten haben die jetzt da dran gehockt. So sieht der Ständer jetzt in Action aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert. Das sind echt die besten Anweisungen, wenn der Fall für beide Straßen gelten könnte. Aber das sieht schon krass aus. Also ich glaube nicht, dass das für ein Fahrrad ist. Zumindest nicht für meins. Nehmen wir mal diese Straße. Ich bin hier in einem netten, schönen Waldrestaurant. Und das ist ein traditionelles slowenisches Gericht. Das ist irgendwie Nudeln mit Pflaume drin. Ich bin ganz gespannt. So sieht das aus. Sehr, sehr idyllisch. Das war echt perfektes Timing. Weil es schüttet und gewittert echt hart. Und ich kann jetzt die Zeit nutzen und ein bisschen was am Laptop machen. Weil wir endlich einen trockenen Platz haben. Es gibt hier sogar WLAN, also richtig gut. Und du kannst auch chillen im Trockenen. Sogar unser Fahrrad ist im Trockenen. Das schüttet ganz schön heftig. Ich bin froh, nicht draußen zu sein. Regen abgewartet. Jetzt hoffen wir mal, bleibt den Rest des Tages trocken. Schon wieder so ein abenteuerlicher Berg. Ich will nicht wissen, wo ich hin will. Oh, und Auto. Oh. Zurück von hier. Komm. Lauf. Ja, ich folge dem Fahrradweg. Bin überrascht, wo er mich lang führt. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach oben. Kurz die Aussicht genießen. Jetzt geht es ohne große Aussicht wieder runter. Das Ende von heute ist ein See. Und es gibt direkt einen Fahrradweg von dem See, wo ich heute Morgen gestartet bin, zu dem See danach. Und ich denke, dass das die bessere Route ist. Ja, und jetzt sind wir wieder unten. Schauen wir mal, uns das Unwetter noch da hinten erwischt. Sieht schon ziemlich dunkel aus.
Jetzt noch 7 Kilometer. Dann sind wir an unserem Tagesziel angekommen, einem kleinen See, wo wir hoffentlich ein schönes Plätzchen finden. Ich hoffe, dass es bis dahin flach ist, weil ich bin echt super platt von dem ganzen Berg hoch und runter heute. Also theoretisch fahren wir jetzt schon 5 Kilometer an einem See vorbei, aber es ist alles nur noch Wiese. Ich frage mich, was damit passiert ist. Vor allem so richtig hohe Wiese. Seht ihr den Regenbogen? Voll schön. Ja, laut Google trocknet der See wohl im Sommer aus und im Winter überflutet er komplett dieses Wiesengebiet. So langsam ist der Pfad echt abenteuerlich. Bin echt gespannt, wo ich da rauskomme. Na, jetzt zumindest eine Trinkpfütze für Suri, das ist schon mal gut. Immer für 3 Kilometer Akku, das könnte gerade so hinkommen bei den Steigungen hier. Ich frage mich, ob ihr jemals schon mal ein Fahrrad mit Hänger. Boah, kannst du mir kaum vorstellen. Oh, eine Schranke. Ende Gelände. Wir gucken uns das jetzt mal zu Fuß an, bevor ich das Fahrrad hier durchschiebe. Krass, wie man sich vorstellt, das ist alles Wasser normalerweise. Gibt keinen Zugang zum See. Dann gehen wir mal zurück, suchen uns ein schönes Plätzchen für die Nacht. Ah, wir bleiben jetzt hier. Das sieht mir ganz geeignet aus. So, ein neuer Morgen mit wunderschönem Sonnenschein. Ich bin gespannt, was heute der Tag uns bringen wird. Was wir sehen, wo wir vorbeiradeln werden. Das hier ist nochmal der ausgetrocknete See bei Tageslicht. Schon echt schön. Aber ich kann mir kaum vorstellen, wie das ist, wenn alles mit Wasser voll ist. Die ganze Ebene. Kann man da drüber fahren? Suri, können wir das? Muss da eigentlich gehen. Slippi. Ja. Naja, nur meine Schuhe sind nass geworden. Das Fahrrad ist Gott sei Dank nicht umgekippt, aber es war schon ganz schön rutschig. So, wir sind auf einer größeren Straße, auch wenn das nicht so aussieht. Es geht mal wieder nur berghoch und runter. Suri rechts. Das ist fein. So, hier soll es eine kleine Höhle geben. Das heißt eine kleine, eine große. Gucken, wie weit wir mit dem Fahrrad kommen. Wir haben ja schon die Mountainbike-Qualitäten des Rades getestet. Das hat sich doch gelohnt. Guckt euch das mal an. Das ist die kleine Brücke. Natürliche Brücke. Und da unten ist die Höhle. Das sind übrigens die besten Radschuhe, die ich mir hätte kaufen können. Weil man mit denen eigentlich alles machen kann. Fahrradfahren ist richtig geil und selbst Wandern, selbst solche schwierigen Abhänge sind richtig gut, weil die trotzdem Profil haben. Also da hat VD was richtig gut gemacht. Erst überlegt, Wanderschuhe mitzunehmen, auch völlig überflüssig. Hier nochmal, wie der Weg aussah. Super easy. Wir nähern uns der Höhle. Was sonntags auch hat.
wird einem echt nicht einfach gemacht, oft mit dem Rad. Oh, oh, oh. Oh, thank you. Hier ist ganz schön was los. Also ich glaube, heute ist Tag der Höhlen. Hier ist schon die zweite, die wir jetzt zufälligerweise gefunden haben. Ja, wir sind jetzt zufälligerweise bei den Postonia Caves gelandet. Also den Touristen nach muss das wohl eine richtig krasse Attraktion sein. Ich habe mal gegoogelt, das ist das zweitgrößte Höhlensystem der Erde. 24 Kilometer lang und 5 davon sind begehbar und das schauen wir uns das mal an. Suri musste ich leider abgeben, aber ich hoffe, sie verkraftet es, weil 1,5 Stunden in einem Käfig ist jetzt nicht so das Geilste für sie. Im Jahr 1818 von Luca Ceci entdeckt. Wenn er die Schönheit der Höhle sah, rief er, hier ist eine neue Welt, hier ist ein Paradies. Und dann schon im nächsten Jahr, im 1819, wurde die Höhle für die Touristen eröffnet. Und ja, bis heute besuchten sie mehr als 38 Millionen Touristen. Für die Beleuchtung Kerzen und Öllampen. Und dann in 1884 bekommt die Höhle schon die elektrische Beleuchtung. Das ist 3 Jahre früher als London zum Beispiel. Vor 3 Millionen Jahren begann der Fluss Fluka den Kalkstein schmelzen. Und so bildet er die Höhle in 3 Etagen. Ja, hier können Sie die sogenannten Gardinen oder Vorhänge sehen. Ja, sie entstehen dort, wo die Decke schräger ist. Hier können Sie der höchste Stalagmit in der Höhle sehen. Sein Name ist der Wolkenkerze. Er hat 16 Meter und rund 300.000 Jahre. Der Rotenholm ist der größte und der bekannteste Tier hier in der Höhle. Er ist ein Amphibie und sieht wie ein Salamander aus. Er kann bis zu 100 Jahre leben und 10 Jahre ohne Essen aushalten. So, dann holen wir mal Suri ab. Hallo Suri! Hallo! 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 Ja, Suri! Hallo! Suri! Suri! Ja! Alles wieder gut, Suri, hä? Alles wieder gut! Suri außer Rand und Band! Wow! Attacke! He's sitting in the pylon? Ja. Great. Very nice doggy. Very friendly. Ja, it's true. Great doggy. Thank you very much. Ja, ciao. Have a nice ride. Thank you. Das Regencape ist echt Gold wert. Hat nämlich Suri ein trockenes Zuhause, egal wie sehr es regnet. Alles trocken. So, jetzt ist Schlafplatzsuche angesagt. Gucken, was wir hier so finden auf der Hauptstraße. Doch echt kalt geworden. Google sagt 19 Grad, aber ich halte das für ein bisschen übertrieben. Der Regen macht es, glaube ich, echt. Den macht es kalt. War wieder so ein lustiger Komoot-Trick. Er sagt, ich soll hier hoch, auf diese Nebenstraße, um dieses Stückchen Hauptstraße zu vermeiden. Was passiert ist, dass man einfach unnötig den Berg wieder hoch und runter fährt, um vielleicht 100 Meter Straße zu vermeiden. Das passiert echt oft und ich verstehe echt den Sinn nicht dahinter. Ein richtig schönes Licht gerade. Siehst du noch am Regen? Jetzt
Versuchen wir mal wieder die Mountainbike-Qualitäten des Rades. Hier müsste es da hinten noch irgendwas geben. Sieht mir doch noch einer ganz guten Wiese aus. Ich denke, hier bleiben wir. Ist doch ganz schön hier. Ich habe auch echt Hunger. Ist ja nur gefrühstückt. Krass. 2 Toastbrote. Ja, wir müssen wieder ein Zelt aufbauen. Ich höre die Mücken. Ungeil. Jetzt ist auch ein Fluss. Aber ich will eigentlich nicht mehr so weit fahren. Das muss ich ja alles wieder zurück. Guckt euch die Zuri an. Ich baue das Zelt auf und es stört sie gar nicht, dass sie gleich unter dem Zelt liegen wird. Bist du so müde, Zuri? Hast dich doch so lange ausruhen können. Oh. Echt schöner Sonnenwetter. Das Einzige, was ich nachts eigentlich immer mache, am Anfang dachte ich, ach, so ein Schloss brauche ich gar nicht, aber ich muss sagen, dass es echt Gold wird. Also damit schließe ich quasi nachts ab. Damit weiß ich, dass niemand das Ding wegschieben kann. Hier, das habe ich am Anfang auch noch gesichert mit einem Abus Bügelschloss. Es gibt tatsächlich eins, das bisschen längere, das man so verbinden kann. Aber man kriegt den Hänger tatsächlich mit Taschen nicht ab. Und ansonsten habe ich ein Eisenschloss, womit ich das Fahrrad nochmal festmache. Ja, und dieses kleine Schlösschen hat sich tatsächlich bisher als unnütz erwiesen. So, dann habe ich noch ein Schloss. Und damit sichere ich quasi den Akku. Der ist hier nochmal ein bisschen verstaut, hat hier eine Schutzhülle. Genau, und das hier ist das beste Schloss, was ich habe. Weil es ist super flexibel, hat die höchste Sicherheitsstufe, die es gibt. Oh, fuck, Mücken, ey. Ich muss mal schnell in mein Zelt. Heute gibt's Bohnen mit Mais. Oh, ich freue mich schon richtig drauf.